Hallo und guten Tag. Heute möchte ich gerne eine Geschichte von der italienischen Post erzählen. Und wer sich dafür interessiert, der bleibe bitte dran. Im digitalen Zeitalter von WhatsApp und E-Mail gibt es doch immer noch Menschen, die greifen gerne zum Füllfederhalter und zu Papier, um persönliche Grüße zu Weihnachten oder zum Geburtstag zu versenden. Mein Cousin, der in Leipzig lebt, der liebt es, Briefe und Karten zum Geburtstag oder auch zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel handschriftlich zu versenden. Und hier beginnt das Problem. Zum Transport dieser Nachrichten muss man sich einer weltweit operierenden Organisation anvertrauen, nämlich der Post. Im konkreten Fall, also von Leipzig zum Kummersee, sind zwei internationale Organisationen involviert, die Deutsche Post und die italienische Post. Die Deutsche Post gilt zumindest hier in Italien bei den Italienern als schnell, gut, zuverlässig und pünktlich. Die italienische Post wird von den Italienern allerdings sehr kritisch gesehen. Sie ist langsam, unzuverlässig und nicht sehr vertrauenswürdig. Was die Schnelligkeit der Post aus Deutschland betrifft, das können wir bestätigen. Es kommt schon vor, dass ein Brief bis zu 2 Wochen unterwegs ist oder manchmal auch überhaupt nicht ankommt. Das weiß natürlich auch mein Cousin und deshalb schickt er seine Post immer rechtzeitig ab, damit sie pünktlich hier beim Empfänger ankommt. In diesem Jahr hat er sich allerdings etwas ganz Neues einfallen lassen. Um ganz sicher zu gehen, dass die Post auch wirklich ankommt, hat er diesmal die Sendung per Einschreiben aufgegeben. Vielleicht noch ein paar grundsätzliche Worte hier zur lokalen Post am Comer See. Die Region hier ist eine ländliche Region, abgesehen von der Stadt Como. Sie ist charakterisiert durch viele kleine Orte, die über die Berghänge verstreut sind. In den Ortschaften selbst gibt es viele enge Gassen und die Häuser sind manchmal nur zu Fuß zu erreichen. Das ist für den Briefträger oder die Briefträgerin manchmal nicht sehr einfach, die Adressen aufzufinden und die Post entsprechend zuzustellen. Dort, wo wir wohnen, gab es bis 2020 überhaupt keine Hausnummern und Straßennamen. Der Postzusteller musste sich also merken, wo die einzelnen Menschen wohnen und wo deren Adressen sind. Das gab immer Schwierigkeiten, wenn der Postzusteller in Urlaub oder wenn er krank war. Aufgrund der fehlenden Adresse haben wir auch ganz selten etwas bei einem bekannten Online-Händler bestellt. Denn es war immer schwierig, unsere Adresse ausfindig zu machen. In der Regel wurden wir telefonisch vom Lieferdienst angerufen, um genau herauszufinden, wo wir anzutreffen sind. Im Jahre 2020 hat sich die Situation komplett geändert. Die Gemeinde hat Straßennamen und Hausnummern eingeführt. Endlich hatten wir eine eindeutige Adresse. Und jetzt sollte es doch für den Online-Händler oder auch für die Post kein Problem mehr sein, unsere Adresse herauszufinden. So war es denn auch. Die Zustellung, insbesondere von den Online-Händlern, klappte hervorragend, auch dann, wenn die Post die Zustellung des privaten Lieferdienstes übernommen hatte. Zurück zum Einschreiben aus Leipzig. Es wurde am 9.12.2024, also rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest, am zuständigen Postamt aufgegeben. Da der Brief lange nicht bei uns ankam, hat mein Cousin online nachgeforscht, wo sich das Schreiben denn jetzt eigentlich befindet. Und, oh Wunder, der Brief lag bereits am 13.12.2024 wegen Unzustellbarkeit beim Postamt in Menaggio am Comer See. Unzustellbar, eigenartig, wo wir doch einen eindeutigen Straßennamen haben und eine eindeutige Hausnummer. Bei weiteren Online-Nachforschungen meines Cousins, wo sich denn eigentlich der Brief nun befindet, kam die Nachricht an den Absender zurückgeschickt mit dem Datum des 9.12.2024. Das ist schon eigenartig. Am 13.12.2024 lag der Brief noch in Menaggio im Postamt und wurde doch bereits am 9.12.2024, also am Tag, wo der Brief eigentlich aufgegeben worden ist, wieder zurückgeschickt. Das ist schon merkwürdig und erinnert irgendwie an den Film Zurück in die Zukunft. Auf jeden Fall hat mein Cousin einen Nachforschungsauftrag von Leipzig aus gestartet und hat darauf bald eine E-Mail von der Deutschen Post bekommen, dass ein Expertenteam mit der Nachforschung beschäftigt ist. Und siehe da, nach 2 Monaten ist der Brief wieder in Leipzig beim Absender eingetroffen. Der von der italienischen Post auf dem Brief angebrachte Aufkleber gibt den Grund der Unzustellbarkeit an: unzureichende bzw. unvollständige Adresse. Obwohl alle erforderlichen Daten wie Namen, Postleitzahl, Ort, Straße und Empfängerland korrekt angegeben waren, ist es schon seltsam, dass der Brief nie angekommen ist. Zum Abschluss möchte ich doch noch eine Lanze für die italienische Post brechen.
Wir haben an einem Montag in unserer ländlichen Postfiliale ein Paket aufgegeben, das bereits am darauffolgenden Mittwoch in Deutschland beim Empfänger angekommen ist. Also, es geht doch.